Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns auf dem Main wieder mal. Ja, denn heute gibt es hier einen besonderen Anlass zu feiern. Und zwar seht ihr bereits schon bei meinen Intelligenzpunkten, mir fehlen nur noch 100, dann haben wir hier die 200.000 Intelligenzmarke geknackt. Ja, das ist auf jeden Fall was ich schon länger im Visier hatte. Es ist wieder ein weiterer Zwischenstep, ein weiterer Meilenstein, eine weitere Motivationsgrundlage für mich, was ich erreicht habe auf meinen immer weiter währenden Weg hier in Shakes and Fidget. Man soll sich ja immer neue Ziele suchen, ne? Und das sind halt so eine kleinen Zwischenziele. Danach suche ich mir dann was anderes, wahrscheinlich hier die 50.000 Basis-Ausdauerpunkte oder so. Ne? Aber heute in der Folge werden wir erstmal hier die 200.000 zu stehen haben. Das ist sehr, sehr cool. Ja? Wie gesagt, bin ich schon sehr lange auf der Jagd danach und es sieht einfach verdammt cool aus, wenn man hier in seinem Startbildschirm einfach hier eine 200.000 zu stehen hat. Ne? Das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Wir haben es ja immer noch, es ist ja ein Tag verzögert immer bei mir hier, wir haben es immer noch Gold-Event mitunter, ne, und Freibier etc. pp. Das heißt, mit der Alu sollten wir mehr als imstande dazu sein, die 200.000 aufzufüllen. Des Weiteren gibt es auch noch so eine spannende Sache wie hier den Würfelspieler, ne, wo ich ja auch gerne auf Gold gehe, ne, oder halt nur auf Gold und Kristalle. So, das wäre ganz cool, mal schauen. Ist ja vor allen Dingen jetzt zum Event immer sehr wichtig. Meistens habe ich immer Pech, was Würfelspiele angeht zum Event. Generell sei es Gold-Event oder hier Ressourcen-Event oder Kristalle oder so. Meistens bekomme ich da nicht so viel. Mal schauen, wie es heute aussieht. Ja, aber die Würfel sind gar nicht mal so gravierend, was wirklich sehr, sehr krass ist. Ist das Glücksrad, ne? 75 Millionen pro Spin, ne? Also pro Gold-Hit ist möglich und das sind einfach mal 7,5 Skill-Punkte. Ne? Hatten wir ja schon öfter das Thema, das ist ziemlich heftig und finde ich, wenn man nicht viel Glück hat, jetzt haben wir es einmal, wenn man nicht viel Glück hat, kann es einen schon zurückwerfen, sag ich mal, ne? Also ich sag mal, 2 bis 3 Mal pro Tag wäre schon cool, wenn man das bekommt. Alles darunter, also so wie ich jetzt einmal bisher, ist unterirdisch. So, wieder haben wir es nur einmal bekommen. Gestern habe ich es, glaube ich, auch nur einmal bekommen oder so. Also die Ausbeute weder beim Hütchenspieler als auch beim Glücksrad ist mal wieder minimalistisch klein, so wie die letzten gefühlten 5 Gold-Events auch. Ne? Ich reg mich da ja jedes Mal drüber auf, dass ich da wenig Glück habe. So, ne? Ich weiß nicht, irgendwann wird sich das vielleicht eines Tages mir wieder ausgleichen, aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich krasser Impact, so viel sei mal gesagt, was man hier beim Glücksrad mitnehmen kann oder halt eben verpassen kann, ne? Je nach RNG-Faktor. So, trotzdem haben wir ein bisschen Gold gemacht, was wir jetzt auch weiter hier reinskillen werden. Und da sind wir jetzt auch schon bei der Hälfte angekommen. Ich bin mal gespannt, ob wir nullen können, also ob wir genau die 200.000 erreichen oder ob wir ein bisschen drüber sind vielleicht von den Werten her. Wäre natürlich cool, wenn wir da eine glatte 200.000 zu stehen haben, ne? Aber das wird ja auch beim nächsten Equipment-Upgrade oder beim nächsten Legendary-Stein wird das ja dann auch schon wieder hinfällig sein, ne? Trotzdem gucken wir mal, ob wir es für einen Moment hinkriegen, da die 200.000 stehen zu lassen. Ne? Mal schauen, wie es aussieht. Freue ich mich schon echt drauf. Das ist echt also eine 200.000. Das ist schon, also weiß ich nicht. Es hört sich, ich weiß nicht, hört sich das viel an oder sieht das viel aus? Keine Ahnung. Also für Leute, die Shakes and Fidget schon länger spielen, es ist auf jeden Fall, die wissen, dass es auf jeden Fall schon ein bisschen braucht, bis man diese 200.000 erreicht, ne? Und ich bin ja nun bei weitem nicht der Vorzeige-Goldspieler, sonst hätte ich wahrscheinlich schon, keine Ahnung, die 230.000 mit 150.000 Ausdauer, wenn ich mehr auf Gold gegangen wäre, aber ich bin ja sehr spät auf Gold gegangen, ne? Und deswegen, mir war das Level halt ein bisschen wichtiger so, ne? Und das ist aber auch mehr oder weniger hinfällig. Du kannst auch Goldspieler sein, aber wenn du
ja, Erfahrungs-XP-Bug mitnimmst, wie bei diesen Pakete-Bug-Zeug, ne, dann hast du einfach mal 3 Milliarden, also da hast du quasi alles, was du vorher verspielt hattest, weil du auf Gold gegangen bist, hast du damit wieder gut gemacht. So, ne? Kleines Beispiel vielleicht mal daran, ne, an diesem Bug, zum Beispiel der Osman und ich, wir waren immer auf dem selben Level gewesen, jahrelang, wirklich jahrelang waren wir auf demselben Level gewesen, so, ne? Er war Stufe, ja, also sagen wir jetzt mal auf meinem Level 579 mit meiner Erfahrung, die ich hier jetzt gerade habe, und er war 579 mit seiner Erfahrung, die er gerade hat. Also es war immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer gerade das höhere Level hat, so, ne? Wir waren auch beide wirklich sehr, sehr krass identisch, was so ja, Gold- und Erfahrungsquesten angeht, so, also war immer sehr, sehr knapp gewesen. So, der Osman hat aber von diesem XP-Bug profitiert, was ihn 2 Level voraus, ja, katapultiert hat, und jetzt hänge ich dauerhaft 2 Level halt hinterher, so, ne? Jetzt ist dieses Kopf-an-Kopf-Rennen ist halt jetzt dadurch halt nichtig geworden, ne? Das ist halt ein bisschen schade und werde ich auch so nie wieder aufholen können, es sei denn, der Osman geht irgendwann mal inaktiv, was ich nicht hoffen möchte, ne? Aber daran sieht man halt, ja, wie fatal das eigentlich ist, wenn man ja, sich untereinander so ein krasses Battle so immer liefert, so, ne? Das war immer ziemlich spannend gewesen. Ich war so froh, als ich den Osman dann mal irgendwann eingeholt hatte, so, ne, und dann auf seiner Stufe war, dann ihn teilweise überholt hatte, dann hatte er mich wieder eingeholt und so. War mal sehr spannend, und jetzt ist es einfach, ja, alles für die Katz, so mehr oder weniger, ne. Trotzdem gönne ich ihm das natürlich, spielt ja auch in meiner Gilde, ist nur zum Vorteil halt, ne. Aber ja, für den persönlichen Wettkampf ist es halt so ein bisschen schade, und gerade die persönlichen Ziele sind halt relativ viel wert, so, ne. Gut, wir gucken, dass wir jetzt vielleicht jetzt schon die 200.000 zusammenkriegen. Wir drücken mal drauf. Boom. Okay, wir haben die 98. Mal schauen, wenn wir jetzt die 99 kriegen, dann werden wir zu 100% wahrscheinlich die 200.000 glatt überspringen. Aber okay, wir überspringen sie so schon. Wir haben die 200.001 Intelligenz geknackt. Ist aber auch cool, ja. Haben wir jetzt hier die 81.829 Basiswert und hier 38.434. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal, bevor ich weiter auf Intelligenz gehe, werde ich, glaube ich, noch, so sorry, hier muss ich gerade einen kleinen Cut machen. Ja, also was ich sagen wollte ist, dass ich die Ausdauer wahrscheinlich erstmal auf 40.000 hochballern werde, vielleicht direkt auf 50.000 durch von den von den Basiswerten her, aber da muss ich erstmal schauen. Es kommt immer auf die Konkurrenz in der Ehrenhalle an. Ne, das ist mir eigentlich so das Wichtigste, wie ich momentan gerade meine Skillpunkte verteile, so, und das sollte auch jedem von euch das Wichtigste sein, wenn ihr oben mitspielen wollt natürlich, ne? Ich habe ja einen persönlichen Dreikampf hier mit Sir Webster und Teufli um Platz 1, ne? Und das Ding ist, wenn ich als Magier gegen eine andere Klasse spiele, zum Beispiel gegen Sir Webster als Krieger, ist es für mich mehr von Vorteil, auch ein bisschen mehr Leben zu haben. Das heißt, so sagen wir mal, wenn man jetzt Intelligenz und Ausdauer nimmt, so eine 55-45 Skillung, also 55 auf Intelligenz, 45 auf Ausdauer, so, ne? Weil man halt dann ein bisschen tankier ist und vielleicht den einen oder anderen Hit mehr einstecken kann gegen den Krieger. Wenn man jetzt aber gegen seine eigene Klasse spielt, gegen den Teufel jetzt zum Beispiel, ist es halt besser, eine 60-40 Skillung zu haben, also 60 in Intelligenz und 40 in Ausdauer, weil natürlich auch das eigene Attribut auch gleichzeitig dementsprechend halt das Hauptattribut von dem jeweils anderen ist, und da ist es halt besser, mehr von zu haben, so, ne? Das ist halt eben, ja, irgendwo logisch, ne? Und deswegen ist es gegen Teufli besser, ein bisschen mehr Intelligenz zu stacken, gegen Sir Webster ist es aber besser, ein bisschen mehr Ausdauer zu stacken, und das ist ziemlich interessant, ne? Und da muss man halt schauen, wie man gerade gegen wen gewinnt, so. Ja, also bei Sir Webster und mir ist es, weiß ich nicht, würde ich so sagen, ist es 50-50, vielleicht noch 55 für ihn mehr so prozentualer Anteil, die er gewinnt, die ich gewinne. Das ist schon sehr ausgeglichen auf jeden Fall. Gegen Teufli verliere ich momentan noch mehr, als dass ich gewinne. Also deutlich mehr. Mit viel Glück gewinne ich auch mal 3-4 Kämpfe hintereinander. Das ist auch schon öfter passiert. Aber das ist dann halt eher so die Ausnahme. Eigentlich gewinnt der Teufli mehr.
Und ja, wie gesagt, da wäre es dann halt besser, auf Intelligenz weiterhin zu skillen. Nichtsdestotrotz möchte ich persönlich halt auch ein bisschen tankiger werden. So. Wir haben jetzt eine große Marke hier geknackt mit der 200.000. Das ist auf jeden Fall schon ein fetter Meilenstein. Und ja, jetzt werden wir zusehen, vielleicht, dass wir erstmal die Basisausdauer noch ein bisschen höher kriegen, damit wir uns noch ein bisschen besser gegen Sir Webster hier schlagen. Und ja, ich meine, die schlafen natürlich auch nicht so, die Konkurrenz schläft nicht, das ist ganz klar und das möchte ich auch nicht, dass die eines Tages irgendwie einschläft hier, die Konkurrenz, das macht mir ultra viel Spaß. Vor allen Dingen der Dreikampf hier oben zwischen den drei Parteien hier, weil danach sieht man von der Ehre hier schon, die sind zwar auch aktiv, aber nicht ganz so krass am Pushen, wie wir es drei sind so und das ist halt persönlich für mich halt sehr interessant. Deswegen wäre es schade, wenn die aufhören, aber zum Beispiel von Teufli, der hat mir schon öfter mal geschrieben gehabt, dass er da, ja, also dass er mir das nicht allzu einfach machen möchte, Platz 1 hier auf dem Server zu übernehmen. Ne? Dann hat man zum Beispiel auch einen Sir Webster, der, ja, ich sag mal, von uns dreien vielleicht so im Mittelfeld steht, fast mit mir auf einer Ebene, wenn ich noch weiterhin so Gas gebe. Aber der Sir Webster, der ist irgendwie immer um 18 Uhr am Start. Das heißt, der ist immer kurz vor 18 Uhr, wenn ja, wenn es darum geht, Platz 1 zu sein, um in die internationale Ehrenhalle zu kommen, weil das kommt ja jeweils der auf Platz 1 ist um 18 Uhr auf dem Server, der kommt halt nächsten Tag in die internationale Ehrenhalle, da ist der Sir Webster immer am Start. So, ne, da versucht er dann immer Platz 1 runter zu boxen, wodurch meistens ich fast gar nicht in der internationalen Ehrenhalle vorkomme. Ne? Und da ist es halt mein Ziel, eines Tages so stark zu werden, dass ich gar nicht mehr um 18 Uhr online sein muss, dass mich Sir Webster fast gar nicht mehr besiegt. So, ne? Dass sich für ihn das Pilzen gar nicht lohnt, das Runterpilzen von Platz 1, sondern dass ich dann da halt mehr oder weniger dauerhaft auf Platz 1 stehe. So, ne? Das ist so mein Ziel, was ich anpeile. Ich weiß auch, dass die höchstwahrscheinlich zugucken werden hier, ne? Aber ja, deswegen Grüße gehen raus. Trotzdem ist es weiterhin spannend und wir werden das auch weiterhin beobachten hier. Ne? Man sieht ja hier auch, die Werte sind halt noch deutlich krasser hier von den anderen Leuten. Teufli ist ein bisschen mehr eine Glass Cannon hier so, ne? Aber ist halt sehr gut gegen mich halt so, ne? Ist also Magier gegen Magier ist halt besser mehr vom Hauptattribut, also generell von der eigenen Klasse, wenn man ja ein Mirror-Matchup hat, ist es besser mehr von vom Hauptattribut zu haben als Nebenattribut. Aber jetzt zum Beispiel hier gegen Sir Webster, da wäre es halt besser, ein bisschen mehr Intelligenz vielleicht zu stacken. So, hier hat 73k, ich habe 81 zu 51 und 38 so, ne? Also ich hole immer mehr auf so. Ich bin gespannt, wie auch der nächste Legendary Dungeon aussehen wird. Mal schauen. Vielleicht können wir uns da auch wieder einen kleinen Vorteil erpilzen. Ne? Mal gucken. Also ich werde... ich weiß nicht, ich habe so gewöhnungsmäßig habe ich drin Intelligenz jetzt immer zu skillen, anstatt Ausdauer. Und irgendwann wird hier die 200.001 weg sein, weil ich da aus Versehen raufgekommen bin. Und spätestens ab da werde ich wahrscheinlich wieder auf Intelligenz mehr skillen. So, ne? Also klar, unterm Strich muss man sagen, es ist beides nicht verkehrt. Ne? Also jeweils auf das Haupt- oder Nebenattribut zu skillen, ist beides nicht schlimm. Ne? Also es ist beides nicht verkehrt so, ne? Aber man muss halt gucken, was man halt erreichen will auf dem Server, auf dem man spielt, um halt gewisse Ziele zu erreichen. So, ne? So, machen wir mal einen Testkampf gegen Sir Webster hier. Ne? Müssen wir nicht machen. Aber wir machen es einfach mal und verlieren. Ne? Dadurch, dass ich ja schon eben vor Sir Webster war, müssen wir das nicht unbedingt machen. Generell suche ich halt mir auch die Gegner nicht so. Ich suche mir halt eher die schwachen Gegner aus hier in der Ehrenhalle. Oder ich sag mal in der Arena. Weil ich halt schnell meine 10 Kämpfe voll haben will, um die Erfahrung zu snacken. Und danach gehe ich dann in die Ehrenhalle alle 10 Minuten und versuche dann da die Gegner abzufarmen. So, ne? Ja. Alles ist natürlich immer noch ziemlich random. Vor allen Dingen die Magier-Fights sind sehr random. Da kommt es halt drauf an, wer crittet so als erstes, ne?
Ja, aber mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Was mich halt ärgert, ist halt leider, dass ich den Erfahrungsbug nicht mitnehmen konnte. Das hätte mich nochmal um einiges vorangebracht hier auf dem Server. Aber gut, ich weiß gar nicht. Da habe ich leider nicht drauf geachtet, ob die Kollegen hier, ich glaube, Sorwebster hat davon profitiert. Teufli bin ich mir nicht ganz sicher. Ne? Na gut, aber habe ich euch auch genug zugelabert hier mit den ganzen theoretischen Kram. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen auch ganz interessant. Und vielleicht konnte man noch ein paar Sachen mitnehmen, die vielleicht der ein oder andere noch nicht wusste. Ne? Diese ganzen Tipps, wie man auf was skillen muss, so mit welcher Art Skillung, das hatten wir ja damals besprochen mit Strider zusammen. Mit denen hatte ich ja eine Videoreihe aufgenommen gehabt und der ist halt da meinen Account durchgegangen und hat dann auch mir diese Tipps gegeben und was man noch besser machen könnte und Late-Game-Tipps, ne, da hat er mir halt ein bisschen unter die Arme gegriffen und ja, da profitiere ich auf jeden Fall auch von, so, ne? Sonst hätte ich dieses Wissen auch nicht gehabt, was ich euch jetzt an euch weitergeben kann. Und wenn ihr die Videos mit Strider sehen wollt, dann schaut einfach nochmal auf meinen Kanal, gebt da den Begriff Strider ein und dann sollte man da auf jeden Fall auch ein paar Videos finden zu. Gut. Das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.